You get that repeated. Vanity of vanity, says the teacher. All is vanity. Am Ende des Buches, Kapitel 12, Vers 8, wird das wörtlich wiederholt. Es ist alles ganz eitel. Eitelkeit, spricht der Lehrer, der Prediger. And so everything in this book is between these two statements. Und der Rest des Buches spielt sich zwischen diesen zwei Aussagen ab. Miller argues that a better translation than vanity would be vapor or smoke. Und Millers Argument ist, dass ein besseres Wort hier statt Eitelkeit wäre Dampf, Rauch. In other words, everything seems so transient. Alles ist vergänglich. It's here and then it's gone. Es ist hier und dann wie Rauch mit dem Wind ist es weg. The difference is one is really emphasizing the meaninglessness of life. Vanity, it's meaningless. Wenn wir das Wort Eitelkeit benutzen, dann zeigt das auf die Bedeutungslosigkeit des Lebens, die Sinnlosigkeit. But Miller would argue that it's not quite like that. It's talking about how it's just transient. Things come and things go. Und Millers Argument ist, dass es mehr darum geht, um die Vergänglichkeit des Lebens. Es kommt etwas und es geht. Now, I'm not a Hebrew scholar. I wish I was, but I just wanted to present that to you as a possibility as you read and work with Ich bin Ecclesiastes. kein Hebräisch-Gelehrter, aber ich wollte das euch einfach zeigen. Because in Ecclesiastes it seems that the author is looking at life and asking questions. Denn es sieht so aus, als ob der Autor einfach das Leben anschaut und einfach Fragen stellt. And this seems to be the structure of the book, very simple. Und das ist eigentlich die einfache Struktur des Buches. He makes an inquiry about life and then he comes to a conclusion. Er untersucht einen Aspekt des Lebens und kommt dann zu einer Schlussfolgerung. So, for example, in chapter 1, verse 12, Kapitel 1, Vers 12. I, the teacher, when king over Israel, applied my mind to seek and to search out by wisdom all that is done under heaven. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Wahrheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. But his conclusion is, it is an unhappy business that God has given to human beings to be busy with. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Because he says, I saw all the deeds that are done under the sun and see it's all vanity and a chasing after wind. Und ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. So then he inquires after wisdom, verse 16. Und jetzt in Vers 16 richtet er sich auf Weisheit aus. I said to myself, I have acquired great wisdom, surpassing all who were over Jerusalem before me. Und ich habe mehr Weisheit als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. And my mind has had great experience of wisdom and knowledge. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. But then he goes on, and I applied my mind to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much vexation, and those who increase knowledge increase sorrow. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkannte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. And then he goes on in chapter 2:1. I said to myself, come, I will make a test of pleasure and enjoy myself. Und ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. And then his conclusion. But again, this was also vanity. Aber siehe, auch das war eitel. And then he talks about all of the pleasures that he experienced. Und dann ging es all die Freuden, die erlebt hat. Oder Genüsse.
he talks about wine and vineyards and slaves and just all of the concubines, everything. Also spricht einfach über alles, was sich so zugelegt hat im Leben, Weinberge und guten Wein und Sklaven und Nebenfrauen. And then chapter 2:11. Kapitel 2, Vers 11. And I considered all that my hands had done and the toil I had spent in doing it, and again all was vanity and a chasing after wind, and there was nothing to be gained under the sun. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. And in the opening poem in chapter 1, it's really a statement that nothing's new. Everything just is a cycle. Everything that's happened now has happened before and happened again. Und in der Eröffnung in Kapitel 1 sagt er, nichts ist neu, alles war schon mal da, es gibt nichts Neues unter der Sonne. And I came across this little picture. Ich habe dieses Bild gefunden. Wow, Salomo hat was Neues unter der Sonne gefunden. So nothing's new. It doesn't make you have to laugh at that. And as you read through Ecclesiastes, you get what seems to be contradictions. Und wenn man das Buch Prediger liest, stolpert man über viele Sachen, die aussehen wie Widersprüche. He seems to be saying opposite things. Es scheint, dass er gegensätzliche Sachen sagt. So, for example, wisdom in chapter 7, verse 11. Zum Beispiel über die Weisheit in Kapitel 7, Vers 11. Wisdom is as good as an inheritance, an advantage to those who are under the sun. Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft denen, die die Sonne sehen. In other words, it's good to get wisdom. Also es ist gut, Weisheit zu haben. But then we saw in chapter 1:18, Kapitel 1,18. for in much wisdom is much vexation, and those who increase knowledge increase sorrow. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. So is wisdom good or not good? Ist jetzt Weisheit gut oder nicht gut? We could read about work. Oder was Arbeit angeht, In chapter 3, verse 13. 3 Vers 13. Moreover, it is God's gift that all should eat and drink and take pleasure in their toil. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. In other words, toil is a gift and it can be fulfilling and satisfying. Also Mühe wäre da als Arbeit, also bei allem seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes, also Arbeit ist gut. But then we read Gibt die Befriedigung. chapter 2, verse 22. Und wenn du dann 2,22 liest, For what do mortals get from all the toil and strain with which they toil under the sun? For all their days are full of pain, and their work is a vexation, even at night their minds do not rest. denn was kriegt der Mensch von all seiner Mühe oder Arbeit und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? All seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. We could think about right living, chapter 2, verse 26. Oder wie man gut leben kann, Kapitel Chapter 2, 2, 26. 26. For to the one who pleases him, God gives wisdom and knowledge and joy. Denn dem Menschen, der Gott gefällt, dem gibt er Weisheit, Verstand und Freude. But to the sinner he gives the work of gathering and heaping only to give to him who pleases God. This is also vanity. Aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und anhäufe und es doch dem gegeben wird, der Gott gefällt. Aber auch das ist eitel. So living right is affirmed. Also gut, gerecht zu leben wird bestätigt. But you come to 7:15. Und dann kommst du zu 7, Vers 15. And in my vain life I've seen everything. I've seen the righteous person who is
who perishes in their righteousness, and there are the wicked people who prolong their life in evil doing. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. So living right is a blessing, but living right doesn't make any difference. Also auf der einen Seite gerecht zu leben ist ein Segen und dann auf der anderen Seite gerecht leben macht überhaupt keinen Unterschied. And we could look at riches. Oder Reichtum, 5:19. 5 Vers 19. Likewise, all to whom God gives wealth and possessions, He gives, and to whom He enables them to enjoy them and to accept their lot and find enjoyment in their toil. This is a gift from God. Also das ist Vers 18. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. But in the same chapter 5:10, Aber in Vers 10 im gleichen Kapitel, the lover of money will not be satisfied with money, nor the lover of wealth with gain. This is also vanity. Vers 9, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. When goods increase, those who eat them increase. And what gain is there from their owner, but to see them with his own eyes? Denn wo viele Güter sind, das sind viele, die sie aufessen. Und was hat ihr Besitzer mehr davon, als das Nachsehen? And there's even this comment about life itself in chapter 9, verse 4. Oder einfach ein Kommentar über das Leben selbst, Kapitel 9, Vers 4. But whoever is joined with the living has hope, for a living dog is better than a dead lion. Denn wer noch bei dem Lebenden weilt, der hat Hoffnung. Denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. And, that's a good image. At least the dog's alive. Wenigstens lebt der Hund noch. But then we go to chapter 4, verse 2. Und dann gehen wir zu Kapitel 4, Vers 2. And I thought the dead who are already dead more fortunate than the living who are still alive, but better than both are the one who has not yet been born, who has not seen the evil that is done under the sun. Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben. Und noch besser als beide ist, wer noch gar nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. And so you see these paradoxes being presented in Ecclesiastes. Also da gibt es viele Widersprüche und Paradoxe Vergleiche. And one approach is possibly to think the guy's confused. Eine Möglichkeit, das zu verstehen, ist, der Mann ist einfach konfus, And verwirrt. in fact, some people have even tried to say there's two authors in Ecclesiastes and their views have got mixed up. Manche Leute haben so versucht zu argumentieren, dass Prediger von zwei Leuten geschrieben wurde, mit verschiedenen Blickwinkeln und dass diese miteinander vermischt wurden. But I want to suggest that what we have here is a reflection of life as it can be, because things don't simply work out the way we want them to. Oder sind diese paradoxen Geschichten einfach eine ganz ehrliche, reflektiert nicht das echte Leben wieder? And as with wisdom, it's evaluating the fact that life for some can be fantastic and others it's a challenge, and then something can happen and everything changes. Kann es nicht sein, dass es wie im echten Leben ist, manchmal ist das Leben fantastisch und manchmal gar nicht, oder dann passiert auf einmal was und alles ändert sich? Chapter 7, verse 23 is an interesting verse. 7 Vers 23 ist interessant. All this I have tested by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. That which is far off and deep, very deep. Who can find it out? Das alles habe ich versucht mit der Weisheit. Ich dachte,
Ich will weise werden. Sie blieb aber ferne von mir. Alles, was da ist, das ist ferne und ist sehr tief. Wer will's finden? In other words, he's saying there's some things I just actually don't know. Und was er damit sagt, ist, es gibt Dinge, die ich einfach nicht weiß und verstehe. I try to figure it out, but I don't know the answer. Ich habe mir Mühe gegeben, es rauszufinden, aber ich bin auf keine Antwort gekommen. And one of the things that's interesting to me is the way so much of Ecclesiastes echoes what we have in Genesis that came about as a result of the fall. Und interessanterweise findet man viele Parallelen, also Prediger ist fast wie ein Echo von den Entwicklungen nach dem Sündenfall im ersten Buch Mose. In Genesis 3 we have the consequences of the fall. 1. Mose 3, die Konsequenzen des Sündenfalls. It talks there in chapter 3:17 to Adam that the ground is cursed and in toil you shall eat of it all the days of your life. Und Gott sprach dazu Adam, der Boden soll verflucht sein, der Acker, und du sollst mit Mühsal dich von ihm ernähren dein Leben lang. And just the reality that there's going to be toil and difficulty. Einfach die Realität, dass es im Leben Schwierigkeiten und Mühen gibt. And eventually they're going back to the dust. Und am letzten Endes werden wir alle wieder zu Staub. And that's how Ecclesiastes finishes too, Und so hört auch das Buch der Prediger auf. when it speaks about that. You will return to the dust of the earth. Du wirst wieder zum Staub der Erde werden. And so, what I think is Ecclesiastes brings a bit of a balance to what we have in Proverbs. Ich finde, das Buch der Prediger bringt ein bisschen Balance rein in das, was wir in dem Buch der Sprüche finden. Proverbs says, here are the rules for life, try them and you will find they work. Sprüche könnte man auch so zusammenfassen, hier sind die Lebensregeln. Probier sie aus und du wirst rausfinden, sie funktionieren. If you live a certain way, you'll get a certain result. Wenn du dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise gestaltest, dann kriegst du bestimmte Resultate. And both Job and Ecclesiastes come and say, well, we did try that and it didn't work. Und beides, das Buch Hiob und das Buch Prediger, sagen, wir haben es ausprobiert und es hat nicht funktioniert. And what it recognizes is that we're living in a fallen world and things aren't always the way they should be. Aber was das deutlich macht, ist, wir leben in einer gefallenen Welt und die Dinge sind eben nicht immer so, wie sie eigentlich sein sollten. And so what it's doing, it's just recognizing that yes, there's a lot of wisdom that we can get from Proverbs on how to live well. Also da findet man raus, ja, es gibt viel Weisheit, von der man lernen kann, in den Sprüchen zum Beispiel. But it's not a perfect formula. Aber es ist nicht eine garantierte, perfekte Formel, die man einfach We befolgt. live in a fallen world and things at times simply don't go the way they should. Wir leben in einer gefallenen Welt und oftmals funktionieren Sachen einfach nicht so, wie sie sollten. And so, if indeed this is the responses of Solomon, Und falls das wirklich die Reaktion von Salomo ist, or some other old man, oder eines anderen alten Mannes, he's considering the questions of life. beschäftigt sich mit den tiefen Fragen des Lebens. And he looks back and sees the vanity of chasing after even the good things of life. Und schaut zurück und sieht die Sinnlosigkeit, selbst dem guten Leben hinterher zu rennen. This would include all of these things that we have talked about. Also die ganzen Sachen, die wir schon erwähnt haben. Some things may be satisfying for a time, but of course death brings the end. Manche dieser Dinge mögen Befriedigung bringen für eine gewisse Zeit, aber der Tod wartet gewiss am Ende. Yet as you read Ecclesiastes carefully, it's certainly not all pessimistic.
Aber wenn man Prediger sorgfältig liest, merkt man, es ist nicht alles nur Pessimismus. Because as it speaks about the fear of the Lord, Es spricht über die Furcht des Herrn. it speaks about the gift of God a number of times. Und die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes wird öfters erwähnt. So, for example, in chapter 5, Zum Beispiel in Kapitel 5. this is what I have seen to be good. It is fitting to eat and drink and find enjoyment in all the toil with which one toils under the sun for the few days of life God has given us. Where are you? Chapter 5, verse 18. Siehe, ich habe nun gesehen, dass es gut und fein ist, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne, in der kurzen Zeit seines Lebens, die Gott ihm gibt. Likewise, all to whom God gives wealth and possessions and whom He enables to enjoy them and to accept their lot and find enjoyment in their toil, this is a gift from God. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. In other words, even in all of the ups and downs of life, when we have a right relationship with God, there's a way that we know things won't always go well, but we can still enjoy what we have in the light of that. Mitten im Auf und Ab des Lebens, mit guten und schlechten Sachen, wissen wir doch, dass Gott uns immer wieder Sachen schenkt, an denen wir uns freuen können. And especially a word to young people, Ein Wort an junge Menschen, that they should remember their Creator while they have their whole life ahead of them. dass sie sich an ihren Schöpfer erinnern, wenn sie ihr Leben noch vor sich haben. And there's this very powerful scripture just in chapter 3, verse 11. Es gibt eine sehr starke Stelle in Kapitel 3, Vers 11. And it talks, it says this, that He has made everything suitable for its time. Moreover, He has put eternity into their hearts. Hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Yet, they cannot find out what God has done from the beginning to the end. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder den Anfang noch das Ende. And that seems to sum up the paradox of Ecclesiastes and of life. Das ist eine gute Zusammenfassung von dieser Widersprüchlichkeit, des Paradoxes des Lebens. There's questions that we ask that, as far as I know, animals don't ask. Es gibt Fragen, die wir uns stellen, die sich, soweit ich weiß, Tiere nicht stellen. Where are we from? Where are we going? Why are we here? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum sind wir hier? There's this sense of eternity where there's this longing for transcendence, for something more. Da ist die Ewigkeit spielt da mit rein und die Sehnsucht nach etwas, was nicht aufhört. Where we live at the King's Lodge, I don't know why, but we seem to get spectacular sunsets. Wo ich wohne, in King's Lodge in England, ich weiß nicht warum, aber wir sind gesegnet mit spektakulären Sonnenuntergängen. Maybe it's the smog from one of the cities in the west. Kann gut sein, dass es der Smog ist aus einer der Industriestädte im Westen von uns. But you know, people will they see a sunset and they get their phone out and they start. Leute sehen einen schönen Sonnenuntergang und machen ein Foto davon. Or they just stand there looking at it. Oder sie schauen ihn einfach an. Now we're next to a dairy farm. We have a lot of cows around us. Also bei uns sind viele Kühe. Wir sind direkt neben einem Bauernhof. And I've never seen the cow stop and look at the sunset. Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Kuh aufhört zu fressen, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Now we have rabbits around as well. Und wir haben viele Hasen bei uns, oder Kaninchen. And I've never seen a family of rabbits just sitting there looking at the sunset. Und ich habe noch nie gemerkt,
dass so eine Hasenfamilie auf einmal da sitzt und sich den Sonnenuntergang anschaut. There's a dimension that we have of something, recognizing something more, beauty, something greater. Und irgendwie haben wir eine Dimension geschenkt bekommen, die Schönheit und etwas, was größer ist, über das hinausgeht, erkennt. Yet, we don't have all the answers. Und trotzdem haben wir nicht alle Antworten. As it says in this verse, we cannot find out what is to Wie es in diesem Vers sagt, wir können es oft nicht rausfinden. And it seems that Ecclesiastes is just wrestling with this dimension of life that is in our humanity is just beyond their grasp. Und irgendwie dieses Buch ringt mit diesen großen Menschheitsfragen und muss auch einsehen, dass man sie nicht endgültig beantworten kann. And as we finish Ecclesiastes, we have to remember this is just one book of the Bible. Und wenn wir jetzt abschließen, muss man sich auch merken, das ist nur ein Buch in der ganzen Bibel. And it is not the whole Bible, thankfully. Das ist nicht, die Bibel besteht nicht nur aus Prediger. But someone has said what Ecclesiastes does well is it wrestles with issues where people are at so often in life. Jemand hat mal gesagt, das Buch Prediger ist echt gut, weil es genau mit den Problemen, die Leute wirklich beschäftigt, damit kämpft das auch und stellt die Fragen. But then there will be other parts of the scripture that will bring more and add to that and indeed be much more of an answer to the Und question. zum Glück gibt es dann andere Bibelteile, die dann da auch mehr Antworten parat haben und hilfreicher sind. And so, if you have it, that's what I have for you on Chronicles. I'm sorry, on Ecclesiastes. Also das war's, was ich über Prediger zu sagen habe. And if you feel a bit dissatisfied with what I've done, Und falls du noch ein bisschen unbefriedigt bist mit dem, was ich gemacht habe, then that's exactly what you get with Chronicles. und das ist, warum wir jetzt bei der Chronik weitermachen. Because it doesn't answer all the questions. Denn, das ist genau eigentlich, worum es geht in dem Buch der Prediger. Es beantwortet die Fragen nämlich nicht. I've been asked to say a few things about First Chronicles. Man hat mich gebeten, ein paar Sachen zur ersten Chronik zu sagen. And the first thing to say, of course, is that First Chronicles is also part of Second Chronicles. Das erste, was wir rauskriegen, ist, die erste Chronik gehört zur zweiten Chronik. And as I said earlier, it's actually one book, it's not two separate books. Also eigentlich ist es ein Buch, das sind nicht zwei separate Bücher. Now, there's two ways to approach Chronicles. Man kann zwei Ansätze haben beim Buch der Chronik. The first, and I assume this is the reason why you've done it, is that it can fill out parts of the story of Samuel and Kings that are not in these other Eine books. Möglichkeit ist, dass man die Chronik dazu benutzt, um ein bisschen mehr noch ergänzend zu lesen zu Samuel und Könige, weil die Geschichte da auch nochmal beschrieben wird. If we look at the overview of First Chronicles, Das ist ein Überblick über erste Chronik. we get a lot of genealogies, as you may have noticed. Am Anfang sind viele Geschlechtsregister. Did you read this out loud? Habt ihr das auch laut gelesen? Oh, that would have been fun. Das hat sicher Spaß gemacht. Yeah. It's like speaking in tongues. Huh? In Sprachen sprechen. And you get a tiny little bit on Saul, Dann kommt ein kleiner Abschnitt über Saul and then loads on David. und viel über David. And a lot of what we have on David isn't in Samuel. Und vieles, was hier über David drinsteht, wird in Samuel nicht erwähnt. Because there's such an emphasis on the temple and the different orders of the temple and preparing to build the temple. Und weil hier, da ist so ein Schwerpunkt auf dem Tempel und die Vorbereitung für den Tempel. And of course you do get one story repeated, and that is David's sin and the
of counting, numbering the people. Eine Geschichte, die sich wiederholt, ist die Sünde Davids, wo er eine Volkszählung durchführt. And that